Ja, für uns war ja auch alles neu. Direkt an den 9. November, muss ich sagen, habe ich jetzt wenig Erinnerungen. Also ich kann mich natürlich an diese Bilder erinnern im Fernsehen, also von den vollbesetzten Zügen und auch von den Grenzübertritten dann an der Bornholmer Straße. Ähm, Die nächste Erinnerung ist dann eigentlich die, wo wir dann das erste Mal dann auch nach West-Berlin gefahren sind. Ja, ich finde schon, dass es insgesamt deutlich rauer geworden ist. Also so aus meiner Kindheitsperspektive, man hat sich halt mehr gekümmert so um seine Mitmenschen. Also sicherlich war diese ganze Organisation mit den Jungpionieren, also ich bin ja noch in den Genuss gekommen, ein blaues Halstuch zu tragen. Und was halt von Seiten der Schule sehr viel veranstaltet wurde, waren so, ja, so was ist Klassiker, so Altstoff sammeln, gemeinsames Altstoff sammeln, dann Pioniernachmittage, wo jeder sein Lieblingsspielzeug mitbringen durfte. Und es war sicherlich, ist mir klar, dass das halt alles einem bestimmten Zweck gedient hat, aber hat einem aber irgendwie und durch diese ganzen Auszeichnungsfahrten und so weiter, also mh, es war nicht so dieser Leistungsdruck, also gefühlt. Es war erstmal schon irgendwie eine große Unsicherheit. Das hat man auch irgendwie den Lehrern angemerkt, dass keiner so richtig wusste, was jetzt eigentlich, wie es jetzt so weitergeht. Also ich würde auch sagen, da war bestimmt mal ein Schuljahr dabei, wo fast wie so eine Art ähm, Leerlauf war. Also man selbst, also selbst als Kind hatte man ja irgendwie, hat er gemerkt, da passiert jetzt gerade irgendwie was und man weiß nicht, in welche Richtung. Kind, man wächst dann da so rein. Also für mich war das jetzt ähm, kein großer Wandel in dem Sinne. Also es ging dann eher dann so im Privaten, ne? Als wir dann eben als Familie auch das erste Mal dann gleich Anfang der 90er, ich glaube 91, 92, sind da dann, vielleicht war sogar noch eher, gleich auch zu unserer Westverwandtschaft dann gefahren, also nach Osnabrück und Dortmund und das war halt alles sehr aufregend, das fand ich ganz toll. Und also generell überall, wo wir hingekommen sind, die waren ja immer sehr nett zu uns und wollten dann immer auch gleich mit uns einkaufen gehen und mit dem war man dann eben auch im Supermarkt. Also es war irgendein Allkauf oder keine Ahnung. Und das war ja auch für mich das erste Mal so richtig. Und ich weiß noch genau, dass ich dachte, oh Gott, das riecht so gut hier drin. Also das war unglaublich, ja. Ähm, und dann war das eben immer so, dass er dann gesagt hat, so, jetzt sucht euch mal was Schönes aus. Und das ist vielleicht auch noch so eine Eigenschaft als DDR-Sozialisation ist eine Bescheidenheit, also echt viel Bescheidenheit dabei. Standen wir vor dem Süßigkeitenregal und meine Schwester und ich, wir haben uns äh, eine Packung Huba Buba rausgesucht. Und, äh, und haben dann auch irgendwie dreimal schüchtern geguckt, ob wir uns wirklich auch nehmen dürfen. Und das hat er natürlich gar nicht verstanden und dann hat er uns halt den ganzen Korb mit Süßigkeiten vollgepackt. Es war aber ähm, auch sehr schön, halt, wie sich alle so um uns gekümmert haben. Und die haben uns jetzt nicht irgendwie also nicht mit Mitleid oder so behandelt, sondern haben sich einfach auch gefreut, ja, dass es jetzt alles so normal ist.